Ich habe mit meiner Haushälterin in England gesprochen. Sie schickt mir die Tagebücher mit einem Paketdienst. Morgen, spätestens übermorgen müssen Sie auf Friedenau eintreffen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin. Wissen Sie, man vergisst so vieles. Auch ein Versprechen, das man einem alten Mann am Sterbebett gegeben hat. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Noch nicht. Ich weiß nur, dass August sich im Grabe umdrehen würde, wenn er von Ihrem Verrat wüsste. Auch Lehrer sind nur Menschen. Denn wie heißt es im Werther so schön? Was ist im Herzen die Welt ohne Liebe? Offensichtlich eine kleine Panne. Da können Sie mir jetzt wohl nicht mehr davonlaufen. Wie bitte? Nun komm schon. Wir sitzen hier fest, aber das Wichtigste ist Ihre Frisur. Was soll ich denn machen? Vielleicht mal Ihren Kopf benutzen? Das ist der Bereich darunter. Haben Sie den Alarmknopf schon gedrückt? Ja, auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Naja, also dann wird ja gleich Hilfe da sein. Zumal Clarissa sicherlich den Hausmeister informiert haben wird. Ja, hoffentlich. Und was machen wir beiden Hübschen so lange? Also ich weiß nicht, was Sie vorhaben. Ich will hier raus. Muss doch gehen. Also ich saß ja schon mal eine halbe Nacht in so einem Ding. Allerdings nicht in so angenehmer Begleitung. Aber Wird auf einmal so heiß. Wechseljahre? Ich bin eine Frau in den besten Jahren. Ja, an der ich leider kein Interesse habe. Würde mich übrigens nicht wundern, wenn Sie hinter dieser Panne stecken. Ach, das würden Sie mir zutrauen? Nach meinen jüngsten Erfahrungen mit Ihnen, ja. Ah, Sie haben recht. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Da bin ich aber mal gespannt. Sie waren doch bestimmt alle schon mal unglücklich verliebt. Hm? Oh, kommen Sie. Nur mal ehrlich. Aha. Endlich mal einer, der zu seinen Gefühlen steht. Bitte. Naja, mir ist sowas selbst noch nicht passiert. Aber ich glaube, ich kann diesen Werther verstehen. Er konnte Lotte nicht kriegen. Und dann machte für ihn plötzlich alles keinen Sinn mehr. Für ihn gab es nur ein Leben mit ihr. Richtig. Aber hat er denn von Anfang an so gefühlt? Nee, Quatsch. Am Anfang wollte er das, was alle Männer wollen. Du musst es ja wissen. Haha, sehr witzig. Also als er merkte, dass er Lotte nicht kriegen kann, hat sich Werther erst so richtig in seinen Liebeswahn reingesteigert. Das ist, als wenn sich einer in einen Popstar verknallt und dann vom Hochhaus springt. Interessante These. Was meint der Rest dazu? Ich denke, wir haben ein paar entscheidende Schritte vergessen. Also, was das Verliebtsein angeht. Wir hören. Am Anfang sind es doch eher die Kleinigkeiten, die einem am anderen gefallen. Zum Beispiel, wie jemand geht, wie er redet, wie er lächelt. Und, weiter? Na, ich denke, das war beim Werther auch so. Er fand es einfach toll, wie Lotte manche Dinge getan hat. Zum Beispiel am Tag ihrer ersten Begegnung, der 16. Juni. Da schneidet Lotte Brot und verteilt es an die Kinder. Und was ist Ihrer Meinung nach daran so ungewöhnlich? Naja, man kann Brot lieblos in Scheiben schneiden oder wie Lotte es nach der Größe der Kinder aufteilen. Und auch da gibt's noch Unterschiede. Ob man jemanden eine Scheibe einfach in die Hand drückt oder sie ihm Freudestrahlen gibt. Ich denke, das macht schon was aus. Und ich denke, Sie haben mit Ihrer Interpretation den Nagel auf den Kopf getroffen. Oder was meinen die anderen? Hm? Ich halte das nicht mehr aus. Lass uns endlich wie zwei erwachsene Menschen über alles reden. Ich weiß, ich hätte mich nicht auf die Sache mit dem Meer einlassen sollen. Aber ich hab's doch nur gut gemeint.
Ich sehe ein, dass du wütend auf mich bist. Und ich akzeptiere, dass du mir den Job weggenommen hast. Aber so kann es mit uns nicht weitergehen. Da hast du allerdings recht. Wenn du heulen willst, geh bitte nach draußen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ach, Ben, versteh doch. Verschon mich bitte mit deinen Ausreden. Du hast dich auf dieses Spielchen eingelassen und du hast verloren. Wenn du Friedenau wirklich wegen dieses Streits mit Christoph verkaufen willst, dann warte wenigstens die Ankunft der Tagebücher deines Vaters ab. Ich wüsste nicht, weshalb ich wegen den belanglosen Aufzeichnungen eines alten Mannes meine Meinung ändern sollte. Aber was, wenn Clarissa euch tatsächlich gegeneinander ausgespielt hat? Oh, und was, wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen? Sonst noch was? Hey, guck mal, von der Seite sieht Erik aus wie alt. Echt? Hey, die Hadler legt sich aber ganz schön ins Zeug. Bei was sie mit Paul anstellt, wenn sie mal mit ihm alleine im Lehrerzimmer ist. Soll sie doch. Ach, jetzt tu doch nicht so. Fährst du Kopfbäulchen ab, oder nicht? So Quatsch. Sag mal, kann ich ein Foto haben? Klar, musst es nur bezahlen. Wie viel? Eine Mark. Hey, das ist ja wohl Oberbuch. Dann lass es bleiben. Na gut. Okay. Er mit der Knete. Nee, die sind doch viel zu teuer. Du armer Schüler. Na? Oh, darf ich auch mal sehen? Also eigentlich ist das ja nichts für Lehrer. Aber bei Ihnen mache ich meine Ausnahme. Gib mir die Beweise. Und? Aha. Bin ich nun talentiert oder nicht? Kriege ich Mengenrabatt, wenn ich Ihnen die 2 abkaufe? Also für Sie sind die Fotos natürlich umsonst. Oh, gut, vielen Dank. Dann zahle ich nachher was in die Klassenkasse. Geht doch, oder? Ja. Und als diese Anneliese aufgetaucht ist, da sind einfach die Pferde mit mir durchgegangen. Ist das generell ein Problem von Ihnen? Es tut mir leid, ich bin vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Aber sie gefallen mir einfach. Sie haben eine etwas merkwürdige Art, mir das zu zeigen, indem Sie diesen lausigen Unsinn über mich verbreiten. Naja, ihre Bekannte hat es mir auch zu leicht gemacht. Sie hat mir jedes Wort geglaubt. Was genau haben Sie ihr eigentlich erzählt? Oh, ich habe ihr eigentlich nur gesagt, dass Sie sich in Bezug auf Frauen in ihrem Alter nicht mehr ändern werden. Ja, und dass ich in dieser Hinsicht schon einiges mit ihnen erlebt hätte. Ich weiß, ich hätte es nicht tun sollen. Wenn Sie wollen, dann stelle ich bei Ihrer Anneliese alles richtig. Nicht nötig. Wenn sie mir sowas zutraut, dann ist sie nicht die Richtige. Dann sind Sie mir also nicht mehr böse? Wissen Sie was? Eigentlich bin ich Ihnen dankbar. Ach ja? Ja, so dankbar nun auch wieder nicht. Okay, hab schon verstanden. Es können ja nicht alle Männer verrückt nach mir sein. Wäre auf die Dauer auch etwas anstrengend, oder? Oh, ich habe eine gute Kondition. Noch einen guten Champagner? Machen Sie ihn auf. Schauen wir mal, was wir da haben. Ah, hier, Mr. George Held. Richtig. Nehmen Sie die Sendung für ihn entgegen? Ja. Dann unterschreiben Sie bitte hier. Aus England. Ich habe einen Bekannten in London, der ist Musiker, aber der kann noch nicht mal Noten lesen. Bitte. Soll ich Ihnen das Teil noch irgendwo Nein, hintragen? danke, das mache ich schon selbst. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Clarissa? Ich bin's, Tanja. Rate mal, was gerade aus England angeliefert wurde. Bingo, die Tagebücher des alten Grafen. Warum ich dich anrufe? Nun, ich dachte, es würde dich vielleicht interessieren. Clarissa? Und dann hat sie auf meinen Kleiderschrank mit den abgelegten Damen zwischen den Anzügen zu sprechen kam. Ausgerechnet. Kennen Sie meinen Kleiderschrank? Oh, da wäre ich so gerne Mäuschen gewesen. Ja. Die Arme war etwas durcheinander.
Den Eindruck hatte ich allerdings auch. Hallo, vernünftig bleiben. Ja, sicher. Nicht, dass sie mir nicht gefallen. Im Gegenteil, aber Aber? Sie kennen doch das Sprichwort. Kein Genuss ohne Reue. Dann sollten wir es auf einen Versuch ankommen lassen. Ja, ich bin etwas aus der Übung. Sollten wir ein bisschen üben. Es geht nicht. Ich bitte Sie. Oh Gott, was für eine alberne Situation. Ich kann nicht. Ja, wenn Sie es so angehen, dann natürlich. Oh, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht sollten wir einfach Freunde sein. Wäre außerdem mal eine ganz neue Erfahrung für mich. Hey. Moment. Hallo. Hallo, Clarissa. Mahlzeit. Hallo, Ela. Komm, setz dich. Hast du Hunger? Und wie? Ja, dann hau mal rein. Mit dem großen Stark. Für dich reicht's allemal. Ui, jetzt habe ich aber einen. Lass das. Würdest du das auch zu deinem Paul sagen? Du bist ja bloß neidisch. Ja, wo die Liebe hinfällt. Anna liest jetzt sogar Liebesromane. Doch nicht etwa diese Kitsch-Romane. Oder Arztheftchen. Dr. Stefan Krank, der Arzt, den alle Frauen lieben. Also ihr seid wirklich sowas von blöd. Die Leiden des jungen Werther, das ist richtig schön. Das sind doch Bonbons. Werther ist eine richtig tolle Liebesgeschichte. Und wenn ich jetzt keine Hausaufgaben machen müsste, dann würde ich sie euch sogar erzählen. Damit ihr nicht ganz verblödet. Wie froh ich bin, dass ich weg bin. Wenn ich mal Goethe zitieren darf. Sag mal, dieser Werther, was ist da dran an der Geschichte? Er hat die Liebe seines Lebens gefunden, Lotte. Und? Es hat nicht sollen sein. Ach so. Ich habe einen Schluck auf. Es kommt entweder vom Shampoos oder von Arne. Schade, dass er gleich gehen musste. Jetzt hör endlich auf mit diesem Theater und erzähl mir lieber, was ist im Fahrstuhl gelaufen? Ja, so muss es in New York gewesen sein. Weißt du, damals bei dem großen Stromausfall. Kein Wunder, dass 9 Monate später ein Babyboom über die Stadt hereingebrochen ist. Dann hast du ihn also rumgekriegt? Sag mal, für wie indiskret hältst du mich eigentlich? Für mich kommst du gleich nach dieser großen deutschen Boulevardzeitung mit 4 Buchstaben. Du bist gemein. Du hast ja nur Angst, dass du deine Wette verlierst und ich deine Klunker kriege. So weit sind wir noch lange nicht. Du hast die Wette erst gewonnen, wenn du mir bewiesen hast, dass du mit Arno in der Kiste warst. Wie soll ich das denn machen? Lass dir was einfallen. Nicht nötig. Ich gebe mich geschlagen. Ja, du hast richtig gehört. Zwischen Arno und mir ist nichts gewesen. Leider. Warum bist du dann so gut gelaunt? Weil ich im Fahrstuhl einen echten Gentleman kennengelernt habe. Doch nicht etwa Arno. Von ihm kann sich manch eine Scheibe abschneiden. Charaktermäßig. Ciao, Bella. Wenn ich mal so werde, dann schieb mich in den Rhein. Denken Sie an Ihren Termin? Wölfchen, wenn ich dich nicht hätte. Lass uns gehen. Nehmen wir den Fahrstuhl oder möchten Sie, dass ich Sie die Treppe runtertrage? Aber Wölfchen, natürlich nehmen wir den Lift. Hi, Rajan. Hallo, Kathi. Suchst du Christoph? Nein, dich. Du hast mir doch gesagt, dass Friedenau verkauft werden soll. Ja. Naja, ich frag mich halt, was dann aus meinem Job wird. Keine Ahnung. Aber ich an deiner Stelle würde mir nicht den Kopf zerbrechen. Bis jetzt sind nämlich alle Käufer wieder abgesprungen. Warum wollen die sich denn überhaupt von dem Schloss trennen? Naja, ich habe dir doch erzählt, dass Christoph und sein Bruder sich nicht ganz so gut verstehen. Und was sagt dieser Benedikt dazu? Will der auch, dass verkauft wird? Ben zwingt Christoph sogar dazu. Wegen dem muss doch die Hütte verkauft werden. Kathi, Was ist denn? ich wüsste wirklich nicht, was unsere Angelegenheiten das Personal angeht.
Wieso? Ist doch kein Geheimnis. Es ist meine Schuld, Herr von Anstetten. Ich habe Kathi gefragt. Er hat nämlich Angst um seinen Job. Aber das ist Ihnen ja egal. Also die Rosa-Luxemburg-Nummer kannst du dir wirklich sparen. Was Sie angeht, Ratschan, gehen Sie jetzt bitte wieder an Ihre Arbeit. Ja. Entschuldige Sie nochmals, dass ich so neugierig gewesen bin. Zufrieden? Erst wenn das Ding verkauft ist. Danke und halb. Na? Versuchen Sie, Ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen? Ich habe wenigstens noch eins. Sie wissen doch gar nicht, was das ist. Ich weiß aber andere Sachen. Ich weiß zum Beispiel, dass heute ein paar Tagebücher aus England angekommen sind. Woher? Unwichtig. Wie Ihnen sicher nicht entgangen sein dürfte, habe ich den alten Grafen sehr gemocht. Aus diesem Grund werde ich verhindern, dass sein Andenken durch Sie in den Schmutz gezogen wird. Warum sollte so etwas passieren? Stellen Sie sich doch nicht dümmer, als Sie sind. Der Alte hat doch bestimmt ein paar Sachen aufgeschrieben, die er lieber mit ins Grab genommen hätte. Und nun kommen Sie und wollen seine kleinen Geheimnisse lüften. Glauben Sie, das hätte ihm gefallen? Ich bin sicher, er würde es verstehen. Sie lügen und betrügen, missbrauchen sein Vertrauen. Ich bin überzeugt, er hätte Sie dafür gehasst. Herein? Stör ich? Nee, komm ruhig rein. Du, Anna, vorhin beim Essen, die Sprüche. Ich hoffe, die hast du nicht in den falschen Hals gekriegt. Ach, Quatsch, nein, überhaupt nicht. Ich habe nur ziemlich viel zu tun in letzter Zeit. Und? Was ist mit Paul? Naja, wie gesagt, die Schule und dann auch noch das Studium. Da habe ich wirklich keine Zeit mehr, auch noch um ihn Gedanken zu machen. Ja, außerdem muss ich mir schon ständig den Liebeskummer von so einem Mädchen aus meiner Klasse anhören. Ja, sie steht auf einen unserer Lehrer. Und ich bin ihr Kummerkasten, den sie täglich voll labert. Solche Schwärmereien sind völlig normal. Ja, aber das ist wesentlich mehr als eine Schwärmerei. Weiß euer Lehrer, dass sie in ihn verknallt ist? Keine Ahnung. Also sie sagt, er wäre nicht abgeneigt. Sowas bringt doch nur Ärger. Ja, aber man, sie ist irgendwie nicht davon abzubringen. Selbst wenn euer Lehrer es ernst meint, ihre Eltern sind sicher nicht begeistert. Und an die Schulbehörde darf ich erst gar nicht denken. Sie soll sich besser einen anderen suchen. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Ja. Ich werde mal wieder. Viel Spaß noch beim Lernen. Danke. Danke. Die Tabletten bitte. Besser? Gleich. Was ist denn passiert? Ich habe Clarissa von Anstetten getroffen. Was hat die denn schon wieder hier verloren? Sie will verhindern, dass ich die Tagebücher aus den Händen gebe. Sie wird wissen, warum. Das Schlimme ist, sie könnte recht haben. Vielleicht ist es wirklich nicht im Sinne des gnädigen Herrn, dass ich mein Wort breche. George, um Himmels Willen, hör doch nicht auf diese Frau. Hast du vergessen, was sie dir damals angetan hat? Nein. Na also, dann kannst du doch jetzt nicht zulassen, dass Friedenau aufgrund ihrer Lügen verkauft wird. Bitte, George. Friedenau, der Graf, ich. Wir alle zählen doch auf dich. Du hast recht, Hilda. Ich darf mich von dieser Frau nicht einschüchtern lassen. Würdest du die Herrschaften herbitten? Wir werden das Paket gemeinsam öffnen. Ela, schau mal her. Komm.
Kleid, ist das nicht ein Traum? Ja. Oh, das wird dir bestimmt gut stehen. Oh ja, das wäre eine Sünde wert. Mhm. Und bestimmt ist es sündhaft teuer. Mhm. Gefällt's dir? Bestell's dir. Ja, du hast richtig gehört. Ich kauf's dir. Was ist denn mit dir los? Nichts. Hab einfach gute Laune. Solltest du ausnutzen. Und woher kommt diese Superstimmung? Bin in einem Fahrstuhl stecken geblieben. Oh ja, da kommt Freude auf, klar. Ich war nicht allein. So, wie heißt sie denn? Charlie Schneider. Nein. Ja, und stellt euch vor, es war wirklich nett. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du Nein, aber ich habe festgestellt, dass ihr Champagner gar nicht zu üben ist. Ja, aber die hat ihm doch die Sache mit Anneliese vermasselt. Ach, vergeben und vergessen. So, und jetzt führe ich euch 3 Hübschen zum Essen aus. Wo ist Anna? Anna ist oben und lernt. Ich glaube nicht, dass die Zeit hat, mit uns zum Essen zu gehen. Ah, schade. Und Ela und ich, wir haben gerade gegessen. Dann gehen wir eben auf ein Bierchen. Okay. Es sei denn, du möchtest lieber mit Frau Schneider. Nein. Keine Lust auf Champagner. Dafür umso mehr auf 2 Bier. Herr von Anstetten, die Tagebücher Ihres verstorbenen Vaters. Danke, George. Vielen Dank. Möge Ihr Vater mir verzeihen. Ich bin sicher, er würde genauso handeln. Hoffentlich haben Sie recht. Jeder Jüngling sehnt sich so zu lieben, jedes Mädchen so geliebt zu sein. Ach, der heiligste von unseren Trieben, warum quält aus ihm die grimme Pein? Kein Name. Nun dann. »22. Juli, drückende Schwüle. Mein Arzt war gerade hier. Er hat mir gesagt, dass ich mich schonen muss. Ich habe ihm gesagt, dass er ein alter Quacksalber sei und habe mir vor seinen Augen eine dicke Zigarre angesteckt. Ja. Sein Gesicht war die beste Medizin seit langem. Sollen wir draußen warten? Nein, es geht nicht. 13. August, ein schöner Sommertag. Außer Clarissa und mir ist keiner von der Familie auf Friedenau. Ich habe mit ihr Tee getrunken, wir haben geplaudert, nichts Wichtiges. Aber dann... Christoph, was ist? Wie ist weiter? Ich kann nicht glauben, was hier steht.